Freunde, heute geht es mal um einen Fernseher und zwar um einen ganz großen. Das ist ein Sony 65 XD 9305. Der Fernseher hat folgendes Problem: Seit gestern tut er überhaupt nicht mehr. Ich kann den Stecker reinstecken, tut sich nichts. Ich kann hier auf On schalten, tut sich nichts. Ich kann auch hier direkt auf On schalten, da tut sich überhaupt nichts. Der Sony ist ein interessantes Gerät, er hat nämlich ein externes Niederspannungsnetzteil. Da sich überhaupt nichts tut, man sieht ja überhaupt nichts, reagiert überhaupt nicht, wäre das unser erster Verdächtiger. Ich habe das Messgerät auf Gleichstrom, 200 Volt, weil 20 sind zu wenig, das Netzteil liefert 24 Volt, eingestellt. Wenn wir mal reinstecken, da das ja ein Niederspannungsnetzteil ist, können wir da auch direkt messen, ohne größere Sicherheitsvorkehrungen. Außen an die Masse und hier seitlich sind die Kontaktfedern. Aha, da haben wir 23,8 Volt, das Netzteil tut. Das wäre natürlich der einfachste Fehler gewesen, hätten wir das Ding getauscht und gut ist. Aber wir müssen das Gerät öffnen. Bei der Demontage beginnen wir mit dem Fuß. Das sind erstmal hier 2 dicke Schrauben, wo er nachher nur eingeschoben wird, und dann 4 Schrauben. Schrauben rausdrehen und jetzt kann der Fuß nach unten herausgeschoben werden. Der Großteil der Elektronik befindet sich hier drunter. Das ist eine große Verkleidung, die bauen wir nun mal ab. Am Gerät selbst erkennt ihr jede Menge Gummistöpsel, die könnt ihr gerade mal so rausziehen. Generell müsst ihr alle Schrauben rausmachen, die mit so einem Pfeil gekennzeichnet sind. Die macht er nun reihum raus. Die in der Mitte könnt ihr lassen, weil die Blende geht hier oben rum. Also geht es hier weiter. Oben scheint nur diese eine Schraube zu sein. Die hier sind für die Wandhalterungen. Ah ja. Und hier geht es dann weiter. So, wir sind einmal reihum. Und in der Mitte sind auch noch 2 Schräubchen. Ah ja, die sind auch länger. So, hier gibt es Verriegelungen, die müsst ihr nach oben rausschieben. Einmal und auf der anderen Seite nochmal. Hier an der Ecke ist noch eine Verriegelung. Ihr könnt hier mal von der Seite her versuchen drunter zu kommen. Dann schrauben Sie hier drunter. Und jetzt war es auf. Also hier von der Seite her ein bisschen und dann da versuchen, da drunter zu kommen. Fast gut ausgesehen. Ich weiß nicht, warum die immer so einen Schrott bauen müssen, aber dafür sind es Fernseher. Und auf ist er. Dann geht die ganze untere Seite hoch und wenn ihr jetzt clever seid, könnt ihr das da so ein bisschen annehmen. Die sind alle so rumgehakt. Dann müssen die jetzt dann nach oben raus, seht ihr? So geht es. Jetzt könnt ihr das ganze Panel abnehmen. Am besten zu zweit arbeiten. So sieht das offene Gerät nun aus. Man erkennt 3 große Platinen und ein paar kleine Platinen. Jetzt müssen wir zuerst mal die Platine orten, die für den Fehler verantwortlich ist, und dann auf der Platine das Bauteil. Wir hatten das Netzteil zwar schon geprüft, allerdings war diese Messung im Leerlauf. Wir müssen jetzt nochmal unter Last schauen. Wir schließen das Netzteil also an. Bevor wir jetzt aber den Netzstecker einstecken, kommt der übliche Hinweis. Da langt er bitte nur noch dran, wenn ihr wisst, was er tut. Bei dem Fernseher ist es nicht ganz so gefährlich, wir brauchen auch keinen Trenntrafo, da wir ein externes Netzteil haben. Also Spannung rein. Als Bezugspunkt für die Masse können wir gerade die Schraube nehmen, da klemmen wir uns mal fest unter. Dann das Messgerät auf Volt, also Gleichspannung auch. Und jetzt messe ich hier am mittleren Pin, hier kommt die Spannung rein, hier haben wir noch Spannung. Auf der ersten Platine sind gar keine wesentlichen Bauteile, das ist nur eine lustige Geschichte. Hier wird die Eingangsspannung auf 4 Kabel plus und auf 4 Kabel minus verteilt. Da stehen also an jedem Pin 24 Volt an. Das heißt, der Strom
kommt durch die erste Platine durch. Dann können wir das Kabel überprüfen. Da hinten muss es dann auch wieder ankommen. Das ist die weiße Seite, also müsste es da hinten Spannung sein. Hier haben wir auch noch Spannung, immer noch 24 Volt. Endspannung kommt also bis zu dieser Platine. Müssen wir mal schauen, was unter dem Blech ist. Mit Schrauben machen wir den Stecker wieder raus. 4 Schräubchen, an jeder Ecke eine. Und wir können das Blech abnehmen. Auf der Platine erkenne ich zuerst mal 2 Sicherungen. Die Sicherung kann ich mit dem Ohmmeter prüfen. Ich gehe einfach auf beide Kontakte. 1 Ohm, das sind die Kabel, oder 0, die ist gut. Gehen wir auf die. Die ist genauso gut. Und da hinten habe ich noch eine kleine entdeckt. Versuchen wir mal vorsichtig dran zu kommen. Auch die ist gut. Dann schaut ihr euch mal die Elcos grob an. Die sind alle noch schön flach, da ist keiner am Blähen. Die sind alle gut. Wäre auch ein übliches Problem, wo bei vielen TV-Geräten auftritt. Dies ist auch keine übliche Netzteilplatine, wie wir bei einem Fernseher mit einem internen Netzteil hätten, sondern das ist mehr der Treiber für die Hintergrundbeleuchtung. Die Unterspannungen werden, glaube ich, eher auf dieser Platine erzeugt. Das müssen wir uns jetzt mal genau anschauen. Jetzt kommt der Stecker wieder rein, also Vorsicht. Und wir schauen mal, wie weit die 24 Volt im Gerät vorankommen. Hier kam die Spannung rein. Jetzt schauen wir mal, ob sie rauskommt. In dem Pin finden wir wieder 24 Volt. Das heißt, die 24 Volt gehen durch die Platine durch und hier rüber. Jetzt schauen wir mal, ob die 24 Volt hier auch irgendwo ankommen. Einfach mal durch die Pins durch. Aha, hier finde ich die 24 Volt. Das sind nur Millivolts. Ist immer schwer zu sehen bei dem Gerät. Das sind auch nur Millivolts, also da ist nichts los. Das ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier auch nichts. Hier. Und hier ist auch nichts. 24 Volt kommen also in die Platine rein. Schauen wir mal, was zum nächsten Board geht. Und hier gehen sie auch wieder raus. Messen wir noch die restlichen Pins, weil ich suche nämlich was ganz Spezielles. Und ich finde keine weitere Spannung. Ich habe die Pins nämlich alle aus einem speziellen Grund durchgemessen. Wir haben ja überhaupt keine Funktion auf dem Fernseher. Wir haben ja nicht einmal die Kontrollleuchte an. Das heißt, da funktioniert die Standby-Spannung nicht. Irgendwo müssten 3,3 Volt Standby sein und die habe ich nicht gefunden. Also in die Richtung geht unsere Fehlersuche. An der Stelle ist es dann ganz praktisch. Man besorgt sich von Sony das Service Manual. Könnt ihr im Internet herunterladen. Und in dem Manual findet ihr ein Flussdiagramm für den Fehler No Power. Das ist ja genau unser Fehler. Und zwar sollen wir zuerst die 24 Volt am Kondensator 485 neben der Steckverbindung 401 auf dem DBS-Board checken. Eigentlich hatten wir an der Steckverbindung, das ist nämlich die 401, vorhin schon gemessen, da kommen die 24 Volt an. Wir machen es jetzt aber auch nochmal offiziell. Wir müssen jetzt in die Großaufnahme ganz nah an den Stecker. Am 6. Pin von oben gezählt, das ist natürlich nicht die Nummer 6, da reden wir nachher mal drüber, 3, 4, 5, 6, könnt ihr hier rüber gehen, das ist der 485 und hier ist der Messpunkt. Ich messe direkt am Kondensator und da habe ich 24 Volt. Also wir sind einen Schritt weiter in unserem Flussdiagramm. Bis zu diesem Punkt waren wir. Jetzt kommt als nächstes an der Steckverbindung CN9000 der Kondensator 9006. Die Steckverbindung 9000 ist hier der Connector 9000 auf dem BM1-Board links oben. Und jetzt schauen wir im Bestickungsplan, wo der Kondensator liegt. So, mit dem Bestickungsplan, das ist die linke Seite, könnt ihr jetzt suchen, wo das nächste nötige Bauteil ist. Und das ist der C9006. Und der sitzt hier direkt nach den 6 Bohrungen und Durchkontaktierungen.
Hier sind die hier sind die 6 Durchkontaktierungen. Das ist der kleine Kondensator und der große Kondensator ist der C9006. Das ist der Kondensator 9006. So, jetzt bin ich drauf und wir messen 0 Volt. Wir sind jetzt also an dem Punkt angelangt und die ist nicht gut. Deswegen geht es hier rechts weiter. Als nächstes sollen wir den Kabelbaum austauschen. Das ist natürlich Quatsch. Wir können ja die Kabel durchmessen. So verdienen die Servicebetriebe ihr Geld. Das sind die Kabelbäume zwischen den einzelnen Platinen und hier sind die ganzen Steckverbindungen und ihre Zuordnung. Findet ihr auch im Service Manual. Das ist der Connector 9000, ich habe das jetzt mal vergrößert. Hier finden wir die 3,3 Volt auf Pin 17 und die Standby 3,3 Volt auf Pin 1. Auf dem DBS-Board geht es auf den Connector 400 und da sind es die gleichen Pin. 17 ist die 3,3 Volt Main und hier haben wir Out, das heißt da kommt sie her, Pin 1. Und hier messen wir nochmal, dann haben wir auch den Kabelbaum geprüft. Das ist der Connector 9000 auf dem BM1-Board und jetzt schauen wir nochmal mit dem Pin 1. Die Zählung ist von hier, die obere Reihe sind die ungerade und 1 ist hier vorne, also im Prinzip das weiße Kabel. Ich gehe mal hier auf den Pin und dann gehen wir auf den Kondensator und wir haben Durchgang. Das heißt, von hier kommen die 3,3 Volt auf das BM1-Board. Dann waren sie hier mal nett, das weiße Kabel ist die Standby. Ich gehe jetzt einfach auf die andere Steckverbindung rüber. Und auch das weiße Kabel ist gut. Das heißt, der Kabelbaum ist zumindest mal für die 3,3 in Ordnung. Da liegt der Fehler nicht. Wir haben gerade den Kabelbaum geprüft. Da ist die 3,3 Volt in Ordnung. Wir müssen hier auf diesen IC. Das ist der IC 408 auf dem DBS-Board. Hier werden die 3,3 Volt erzeugt. Über den Bestickungsplan könnte man zuordnen, hier steht es aber sogar drauf, hier steht IC 408 und es handelt sich um diesen 8-beinigen Käfer. Setzen wir das Gerät wieder unter Spannung und schauen mal, was sich an den einzelnen Füßen von diesem IC tut. Auf dem ersten Fuß, auf dem zweiten Fuß, das ist der Beweis, die Eingangsspannung kommt bis hier. Also die 24 Volt Input haben wir. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da sind 1,8 Volt, da ist nichts und da ist nichts. Von den 3,3 Volt sehe ich nichts. Das heißt, Stecker wieder raus und wir müssen uns erstmal das Datenblatt von diesem IC besorgen. Es handelt sich um einen TBS 54334. Das ist so eine Art DC-DC-Wandler. Hier ist die schematische Beschaltung, wie der eingebaut werden sollte. Das heißt, diese externen Bauteile befinden sich hier auf der Platine in der Umgebung. Bei dem IC selbst müsst ihr aufpassen, im Datenblatt dargestellt ist die Version mit 10 Füßen. Verbaut ist aber die Version mit 8 Füßen und da ist die Pin-Belegung anders. Schauen wir uns mal die Ausgangsseite an. Hier würden die 3,3 Volt rauskommen und dann ist hier eine Induktivität, eine kleine Spule verbaut mit 6,8 Mikrohenry. Müssten wir mal schauen, ob die noch nicht unterbrochen ist. Die Spule ist das Bauteil hier, da gehen wir mal drauf und da sollten wir 0 Ohm haben. Und die haben wir auch. Also das ist die Wicklung, die ist relativ niederohmig. Von der einen Seite der Spule zu dem Bootausgang sollte dieser Kondensator sein, den können wir auch noch prüfen. Bei der 8-Pin-Version ist der Bootausgang auf Pin 1 und die linke Seite der Spule ist die richtige. Und wir haben 102 Nano, das sind 0,1 Mikrofarad. Ein typisches Indiz, dass es innen drin einen der MOSFETs gefetzt hat, wäre, wenn SW niederohmig ist. Der müsste normal ziemlich hochohmig gegen Masse sein. SW am Chip auf Pin 3 hat ca. 10 Ohm gegen Masse. Das ist alles andere als hochohmig. Hier drin hat es einen MOSFET gefetzt.
Eine weitere Überprüfung hat der Baustein selbst. Es gibt nämlich hier einen Ausgang und der heißt Power Good. Und hier kann man messen, ob der Baustein funktioniert. Wenn das auf 0 Volt gezogen wird, dann liegt eine Fehlermeldung im Baustein vor. Die Messung erfolgt natürlich wieder unter Spannung. Der Gut ist der 8. Pin, also es geht hier 1 so rum bis zu 8, der hintere am Ende ist es. Und wir finden 0 Volt. Das heißt, der Chip selbst produziert eine Fehlermeldung, weil er keinen vernünftigen Output liefert. Alle Fakten sind klar, wir müssen den 54334 wechseln. Zum Auslöten dieses SMD-Bauteils braucht man natürlich ein paar spezielle Instrumente. Ich als armer Porsche-Schrauber habe ja auch nicht alles. Wir könnten Heißluftföhn nehmen, aber es muss einer zum Löten sein, regulierbar. Und dann habe ich hier einfach so eine kleine Düse reingesteckt, mit der wir den Chip lokal erwärmen können. Zusätzlich decken wir die Operationsstelle mit so einer Art dicken Alufolie, das ist aus einer Grillschale gebastelt, ab, damit die Hitze nicht an die anderen Bauteile kommt. Und zum Auslöten nehmen wir auch noch so eine Auslötpaste mit Flussmittel. Von der Lötpaste tragt er jetzt auf den Pins beidseitig schön dick auf. Zu viel kann man da eigentlich gar nicht benutzen. So, die tun wir jetzt beide schön einmassieren. Dann kommt die Folie über das Operationsloch. Muss man jetzt nur noch finden. Wir erwärmen jetzt die Stelle. Und ich habe ihn. Schauen wir uns den kleinen Käfer mal an. Der hat nämlich auf der Unterseite weitere Lötstellen. Deshalb war das Auslöten auch so schwierig. Um diese Kontakte später wieder zu verlöten, ohne den Baustein zu killen, bedarf es Speziallot. Zum Reinigen macht ihr die Paste sowohl auf die Entlötlitze als auch auf die Lötstellen. Verteile mal schön. So viel kann das nie sein, habe ich ja schon gesagt. Und dann wird alles zusammen warm gemacht und ihr geht schön mit der Entlötlitze unter Druck über die Lötstellen. Und dann muss ich das alles wegsaugen, was da übrig ist. Danach mit Isopropanol die ganzen Reste entfernen. Und jetzt muss das schön flach sein, dass man den neuen Chip auflegen kann. Mit dem neuen Chip könnt ihr jetzt ausprobieren, ob die Position flach genug ist. So sitzt er perfekt und er sitzt auch flach. Wunderbar. Zum Einlöten des Chips empfehle ich euch dringend ein Speziallot zu benutzen. Das ist jetzt ein Lot mit 48% Zinn und einem Bismutanteil von 52%. Dadurch wird die Schmelztemperatur auf unter 140 Grad abgesenkt. Das heißt, man kann löten an einer Temperatur, an der der Chip noch überlebt. Das Lot ist eine lustige Geschichte, das kommt nämlich in einer Spritze und ist flüssig. Das heißt, dass es mit Flussmittel integriert ist, so etwas Ähnliches wie die Paste, wo man zum Löten von Kupferleitungen bei der Sanitärinstallation benutzt. Und eine Nadelspitze zum Auftragen wurde gleich mitgeliefert. Von der Paste macht er jetzt auf die ganzen Lötstelle schöne Tropfer. Wenn die sich ein bisschen kontaktieren, ist nicht schlimm, das Lot fließt nachher automatisch an die richtige Stelle. Dann müsst ihr den Chip richtig einsetzen. Und zwar hat er eine Linie. Die sieht man jetzt leider auf meinem Chip so gut wie gar nicht, weil das ein Fehldruck ist. Aber die Linie muss in die Richtung zeigen. Und dann setzt er den Chip in die Paste rein. Wenn der Chip drin ist, nimmt er den Föhn. Hier kann man mit wesentlich geringerer Temperatur arbeiten. Einstellung haben wir jetzt hier 2,5, das war nicht einmal die Hälfte vom Auslöten und 20 Sekunden ungefähr. Los geht's.
gut ist. Die Umgebung des Chips reinigen wir von den Lötresten, da sind auch noch ein bisschen Zinnreste in der Nähe. Reinigen wir wieder mit Isopropanol, Alkohol. Die einzelnen Pins können wir jetzt nochmal mit dem Lötkolben, natürlich auch mit entsprechender Temperatur, nachlöten. Ich trage wieder die Lötpaste auf. Der ist schön geflossen. Der ist schön geflossen. Der ist schön geflossen. Der hat noch ein bisschen wenig. Das ist die andere Seite. Flussmittel natürlich wieder entfernen. Jetzt wird spannend. Stecken wir das Gerät mal rein und schauen, ob wir eine Leuchtdiode haben. Ich schalte ein. Aha, wir haben eine Standby-Leuchtdiode. Klasse. Dann kann der Deckel hier wieder drauf. Hatten wir ja nur zum Messen abgenommen. Er hat Plastiknasen, wo er seine Position findet. Und dann hat er 4 Schräubchen. Und die 4. Ziehen wir die alle leidlich an. Vor dem Einsetzen des Deckels müsst ihr natürlich die Schiebeverschlüsse auf beiden Seiten wieder aufmachen. Der ist schon offen. Beim Einsetzen der Rückverkleidung arbeitet er am besten mit 2 Personen. Erstmal ungefähr ausmitteln. So, und dann wird sie hier untergeschoben und überall angedrückt. So, wenn sie hier drunter ist, kann man sie gerade absenken. Perfekt. Dann drückt auf jeder Seite einmal drauf und es rastet ein. Dann kommen die 2 Schieber hier rein. Die 2 längeren Schrauben kommen hier rein. Immer ein bisschen nach hinten drehen, um sie dann runter zu machen. Und die zweite hier. Jetzt geht er mit den kurzen Reihungen vor. Am Gehäuse schieben wir einen Pfeil und genau dort kommt eine Schraube rein. So, allmählich kommen wir auf die andere Seite. An der Oberseite ist tatsächlich nur eine einzige, weil die sind schon für die Wandhalter. Die haben ein anderes Gewinde. Die letzten 2 Schrauben sind hier in der Mitte. Dann führen wir den Fuß hier wieder ein, kommen die Schrauben vom Fuß drauf. So, 4 Schrauben. Und hier könnt ihr auch ein bisschen festziehen. Gut. In die ganzen eckigen Löcher kommen noch Stöpsel. So, stecken wir mal den Stecker rein und schauen, ob wir Glück haben. Stecker rein. Auf On. Und der Fernseher geht. Na, wie haben wir das wieder gemacht? Klasse, gell? Wir haben jetzt natürlich kein Antennenkabel angeschlossen und so weiter, aber ich kann ja mal auf Home drücken. Und ihr seht, das geht alles. Das funktioniert. Der Fernseher funktioniert wieder. Ihr seht, ich habe das Teil jetzt für wenige Euro repariert. Das hat mal 2600 € gekostet und wäre normal auf dem Müll gelandet. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.